schneeiges Elfenbein, mit seltenem Geschick und Gelingen schnitzt er indes und verleiht ihm Gestalt, und es weckt sein Werk ihm verlangende Sehnsucht. Wirkliche Jungfrau scheint die Gestalt, und man meine, lebendig sei sie, und wolle, wofern nicht Scham es verböte, sich regen. So lässt Kunst nicht sehen die Kunst. In Entzücken verloren fasst zu dem scheinbaren Leib Pygmalion glühende Liebe. Oft legt prüfend die Hand er daran, ob Leib das Gebilde oder ob Elfenbein. Ich glaube, wenn Figuren wie Pygmalion, also sage ich mal, die Verlebendigung des von Künstlerhand geschaffenen Artefaktes wichtig sind, dann oftmals in einem Desiderat der Kunstgeschichte, sage ich mal, die aktuellen Praxen auch in eine längere geschichtliche Linie einzuschreiben. Ich glaube, für viele Kunstschaffende heute ist das eher unbewusst. Das ist uns einfach so inne. Wir wollen im Prinzip Selbstporträts schaffen. Ja? Also Selbstporträts ist heute ein Selfie. Ja? Ich kann aber auch ein Smelfie machen, indem ich meine Gerüche aufzeichne. Aber es geht immer oft um das Selbst. Ja? Also es geht sehr oft um das Selbst und es geht um das lebendig machen und lebendig schaffen. Und ich glaube, dass sich eben dieses lebendig machen irgendwie durchzieht durch die Kulturgeschichte, nicht nur durch die Kunstgeschichte. Wir haben es ja allgemein in der Kunst und Kunstgeschichte mit dem Paradox zu tun, dass ontologisch gesehen vieles, was lebendig erscheint, mit toten Stoffen hergestellt worden ist. Das heißt, die ganze Kunstgeschichte entsteht im Prinzip aus dem Duktus heraus, naturgetreu die Natur abzubilden, ja, Ästhetik anzuwenden auf Darstellungen, die im Prinzip ästhetische Erfahrungen ermöglichen, der Authentizität und Lebendiges authentisch darzustellen. Die Kunstgeschichte ist geprägt von einer langen Geschichte von Imagination, von Repräsentation, dann von Simulation und jetzt heute eben in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren vielleicht von Manipulationen von biologischen Organismen. Und das ist eine Kontinuität, wo es eben auch ganz stark um das geht, was ich als Medienadäquanz bezeichne, nämlich die adäquaten Medien dafür zu finden, für das, was ich ästhetisch und konzeptuell zum Ausdruck bringen möchte. Es hat immer eine Anbindung von Kunstschaffen an das Leben gegeben. Das ist, glaube ich, eine Konstante. Und mit welchen Mitteln das über die Zeit gemacht wird, das ändert sich. Das heißt, wir haben es seit den Wasserspielen von Byzanz, die Hydraulik, die im Prinzip lebendige Prozesse assoziiert, über Automaten, die wie der Carnat-Mécanique vorgaukeln, dass sie im Prinzip Getreide fressen und Exkremente aussondern, bis zur Kloakamaschinen von Wim Delvoye, wo tatsächlich in Inkubatoren Essen verdaut wird, um hinterher Exkremente auszustoßen. Wim, what was the idea to produce this shit as an artist's work? It's a metaphor for lots of stuff. It's a metaphor for creativity. You see a lot of stuff. You want to also make paintings or drawings, but you have influences from other artists. So then your own enzymes have to digest all these images you received. You have to chew on it and spit it out again. So Cloaca is a metaphor for creativity. Es gibt eben eine transversale Richtung, Lebendigkeit und Authentizität. Und diese Lebendigkeit und Authentizität zu produzieren, ist immer Aufgabe bzw. Schlachtfeld der Kunst gewesen. Und das ändert sich eben, weil wir von der Imagination zur Repräsentation kommen, über die Auffassung des Kunstwerks selber als ein lebendiges Artefakt, als Biofakt. Du schreibst auch darüber, dass die Arbeit mit lebendigen Organismen das Kunstwerk als Objekt angreift. Woher kommt die Aversion gegen das Objekthafte, das ja lange für das Wesen der Kunst gehalten wurde? Das ist so eine Sichtweise, die die klassische Kunstgeschichte so festzurrt, weil es sich eben an Epochen, Objekten und Bildern entlang handelt. Ne? Also
Es gibt auch Kunsthistoriker, die argumentieren, das Wichtigste bei Leonardo sind mitnichten die Zeichnungen oder die Malereien, sondern im Prinzip die Performances seiner Maschinen. Nur, wie kann man sie festhalten? Es gab keine Bewegtbildaufnahmen. Ne? Ist nicht in jeder Zeit auch diese performative Dimension da gewesen und ist sie nicht nur einfach entwichen? Das heißt, wie haben wir im Prinzip Kunst angeschaut, hauptsächlich über diesen Objektstatus? Und das wird hauptsächlich eben seit den 50er, 60er, 70er Jahren in Frage gestellt. Ja, es geht um die Prozessualisierung, es geht um die Prozesse hinter dem Objekt. Ne? The end of the art object. Und da kommen natürlich eben auch gerade in dieser Zeit Kunstwerke ins Spiel, deren Lebendigkeit dadurch bewiesen wird, dass sie sterben können. Ja? Das heißt, Fäulnisprozesse, selbsterbauende Objekte, das heißt, der Objektstatus von vielen organischen Kunstwerken, man denke auch an Dieter Roth, das Schimmelmuseum und all diese Arbeiten, die typisch eben seit den 60er Jahren sind, da geht es um den Angriff auf das Objekt und auf ein Höherstellen eben bei der Betrachtung des Prozesshaften. Und dort entstehen eben auch Objekte, deren Lebendigkeit sich durch den Beweis des Todes im Prinzip manifestiert. Wenn man sich heute die Kunst anschaut, kann man einfach nicht mehr nur von Fäulnis- oder Verfallsprozessen sprechen. Weil dann, was eben der Tod des einen ist, ist die Lebendigkeit des anderen. Das heißt, die Pilze, die Flechten, die Hefen kommen dann ins Spiel, wenn es um den Abbau von organischer Materie von anderen Organismen geht. Und die spielen eine Rolle und die muss man heute differenzierter in den Blickpunkt nehmen, als einfach nur sagen, da fault etwas, da zersetzt sich etwas. Ja, wer zersetzt denn da? Ich kann als menschliches Wesen sehr wohl Pseudomonas putida Bakterien im Ohr haben und das ist sehr schmerzhaft, wie ich selber weiß. Und diese gleichen Pseudomonas putida Bakterien werden aber auch zur Entfernung zum Beispiel von ungewollter Patina auf Gemälden benutzt. Ja? Das heißt, es ist immer wichtig zu sehen, wer aus welcher Position man spricht, wer von Kontaminierung spricht. Wenn ich auch biologische Kunst habe und kleine Gewebezuchtsfetzen wie Victimless Leather von Tissue Culture and Art, wo eben es darum geht, dass zusammen Menschen, Schweine und andere Zellen gezüchtet werden, um im Prinzip eine lebendige Lederschicht, eine lebendige wachsende Lederschicht zu züchten, dann kann diese kontaminiert werden. Und dann habe ich Pilze und Bakterien und die möchte ich eigentlich gar nicht haben. Das heißt, ich stelle die Zellen in den Vordergrund und stelle die Kontamination in den Hintergrund. Wenn aber ein anderer Künstler sagt, ja, aber Moment, die Bakterien sind ja mein Vordergrund oder die Pilze sind mein Vordergrund, daraus mache ich meine Figur, dann ist der Grund dieser Figur möglicherweise etwas ganz anderes. Das heißt, es ist eine Frage der Positionierung, was gerade Vordergrund und Hintergrund ist. Und das verschiebt sich gerade ganz stark. Wir haben es also gerade zu tun mit einer Verschiebung, dass eben Zellen und, sage ich mal, Statthalter für Identitäten, auch für menschliche Identitäten, in den Hintergrund rücken, die vorher noch in dem Vordergrund standen. Und in den Vordergrund rücken eben diese Identitäten, die eigentlich vorher kontaminiert haben. Pilze, Flechten, Viren, Bakterien. Das heißt, da gibt es eine Verschiebung, eben wie eine Kameralinse, die ich scharf stelle. Ja? Man kann diese Geschichte auch so lesen, im genetischen Zeitalter haben wir eine sehr, sage ich mal, maskulinistische, sage ich mal, auf Domination der organischen Prozesse angelegten und auf der Informationstheorie basierenden Praxis, auch in der Kunst, über Genetikveränderungen durchzuführen. In einer zweiten Phase haben wir es hauptsächlich mit einer Care-Phase zu tun, wo hauptsächlich Künstlerinnen im Prinzip Gewebe und Zellen züchten und sich darum kümmern. Ich sehe diese dritte Phase im Prinzip als eine Queer-Phase, ja, wo diese Queerness sich artikuliert, indem eben dieses substanziell-ontologisches Andere im Prinzip Teil unseres Diskurses wird, wo wir das Innere mit dem äußeren Milieu verbinden oder verflechten. Ich frage mich generell, sind Künstler, sage ich mal, opportunistische Trittbettfahrer oder sind sie, sage ich mal, epistologische Indikatoren? Ja, sind sie Seismographen von Entwicklungen oder sind sie Vorläufer? Und sie sind vielleicht beides. Das heißt, sie können in ihren Werken, glaube ich, sehr, sehr
plastisch, sage ich mal, darstellen, Denkmodelle, die sich rein philosophisch eben nicht sehr einfach erklären oder erschließen. Und wir sind halt angekommen in dieser aktuellen Phase, in dem eben hauptsächlich über einen dominant gewordenen ökofeministischen Diskurs, zu Recht, im Prinzip die Ausnahmestellung des menschlichen Wesens angesichts der katastrophalen klimatischen und auch biodiversitätsrelationierten Konditionen, also in den Fokus geraten ist. Ja. Es ist ein Abbild, es ist ein Spiegel unserer ökologischen Probleme.